Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns anfangen. Der König eines großen Königreichs starb und ließ eine Königin zurück, die sich um ihr einziges Kind kümmern musste. Dieses Kind war eine Tochter, die sehr schön war, und ihre Mutter liebte sie sehr. Es gab auch eine gute Fee, die die Prinzessin mochte und ihrer Mutter half, sich um sie zu kümmern. Als die Prinzessin heranwuchs, wurde sie einem Prinzen versprochen, der weit weg lebte. Je näher der Hochzeitstag rückte, desto mehr bereitete sie sich auf ihre Reise in sein Königreich vor. Die Königin packte viele wertvolle Dinge für sie: Juwelen, Gold, Silber, feine Kleider und alles, was eine königliche Braut benötigen würde. Sie gab ihr sogar eine Dienerin, die mit ihr reiten und ihr helfen sollte, ihren Bräutigam zu treffen, und beide hatten Pferde für die Reise. Das Pferd der Prinzessin war ein besonderes Geschenk der Fee und hieß Falada. Es konnte sprechen. Als es Zeit war abzureisen, ging die Fee in das Zimmer der Prinzessin, nahm ein kleines Messer, schnitt eine Locke ihres Haares ab und gab sie der Prinzessin. Sie sagte: »Pass gut darauf auf, mein liebes Kind, es könnte dir auf deiner Reise helfen.« Dann verabschiedeten sich alle traurig von der Prinzessin. Sie hielt die Haarlocke nah an ihr Herz, stieg auf ihr Pferd und begann ihre Reise in das Königreich ihres Bräutigams. Eines Tages, während sie nahe einem Bach ritt, fühlte sich die Prinzessin sehr durstig. Sie bat ihre Dienerin: »Bitte steig ab und hol mir etwas Wasser in meinem goldenen Becher aus dem Bach, denn ich möchte trinken.« Die Dienerin antwortete: »Nein, wenn du durstig bist, steig selbst ab und trink aus dem Wasser. Ich werde nicht länger deine Dienerin sein.« Die Prinzessin war so durstig, dass sie abstieg, sich neben den Bach kniete und trank. Sie hatte Angst und wagte es nicht, ihren goldenen Becher herauszuholen. Sie weinte und sagte: »Oh, was wird mit mir geschehen?« Die Haarlocke antwortete ihr: »Wehe, wehe! Wenn deine Mutter es wüsste, traurig, traurig würde sie es bedauern.« Aber die Prinzessin war sehr sanftmütig, daher sagte sie nichts über das schlechte Verhalten ihrer Dienerin. Sie stieg wieder auf ihr Pferd und sie setzten ihre Reise fort. Als der Tag heißer wurde, wurde die Prinzessin erneut durstig. Als sie einen Fluss erreichten, vergaß sie die unhöflichen Worte der Dienerin und bat erneut: »Bitte steig ab und bring mir etwas Wasser zum Trinken in meinem goldenen Becher.« Die Dienerin antwortete noch arrogant: »Trink, wenn du willst, aber ich werde nicht deine Dienerin sein.« Die Prinzessin war so durstig, dass sie von ihrem Pferd abstieg, sich neben den Bach legte und weinte: »Was wird mit mir geschehen?« Die Haarlocke sprach wieder zu ihr: »Wehe, wehe! Wenn deine Mutter es wüsste, traurig, traurig würde sie es bedauern.« Als sie sich bückte, um zu trinken, fiel die Haarlocke aus ihrem Busen und trieb mit dem Wasser davon. Sie war so erschrocken, dass sie es nicht bemerkte, aber ihre Dienerin sah es und war sehr glücklich, weil sie den Zauber kannte. Jetzt, wo die Prinzessin ihre Haarlocke verloren hatte, fühlte die Dienerin, dass sie kontrollieren konnte. Nachdem die Prinzessin getrunken hatte und versuchte, wieder auf Falada zu steigen, sagte die Dienerin: »Ich werde Falada reiten, und du kannst stattdessen mein Pferd nehmen.« Die Prinzessin musste ihr Pferd aufgeben, und bald darauf musste sie ihre königlichen Kleider ablegen und die alten, schäbigen Kleider ihrer Dienerin anziehen. Als sie sich dem Ende ihrer Reise näherten, drohte die hinterhältige Dienerin, die Prinzessin zu töten, falls sie jemals jemandem erzählte, was geschehen war. Aber Falada sah alles und erinnerte sich gut daran. Die Dienerin ritt auf Falada und die wahre Prinzessin ritt auf dem anderen Pferd. So fuhren sie fort, bis sie am königlichen Hof ankamen.
Ihre Ankunft wurde mit großer Freude begrüßt, und der Prinz eilte ihnen entgegen. Er hob die Dienerin von ihrem Pferd in dem Glauben, sie sei diejenige, die für ihn bestimmt war, während die wahre Prinzessin gebeten wurde, im Hof unten zu bleiben. In diesem Moment hatte der alte König nichts zu tun, also setzte er sich am Küchenfenster und beobachtete, was draußen geschah. Er sah die Prinzessin im Hof, und da sie sehr hübsch und zu zart aussah, um eine Dienerin zu sein, ging er in die königlichen Gemächer und fragte die Dienerin: »Wer ist das Mädchen, das du mitgebracht hast und das im Hof steht?« Die Dienerin antwortete: »Ich habe sie zur Gesellschaft auf der Reise mitgebracht. Bitte gib ihr etwas Arbeit, damit sie nicht nur herumsteht.« Der alte König dachte eine Weile nach und sagte dann: »Ich habe einen Jungen, der sich um meine Gänse kümmert. Sie kann ihm helfen.« Der Junge hieß Kürtken. Aber die falsche Braut sagte zum Prinzen: »Lieber Ehemann, bitte tu mir einen Gefallen.« »Natürlich«, sagte der Prinz. »Sag einem deiner Männer, er solle den Kopf des Pferdes abtrennen, auf dem ich geritten bin, denn es war sehr wild und hat mich auf dem Weg gestört.« In Wahrheit hatte sie Angst, dass Falada eines Tages sprechen und alles verraten könnte, was sie der Prinzessin angetan hatte. Sie bekam ihren Willen, und Falada wurde getötet. Als die wahre Prinzessin das hörte, weinte sie und flehte den Mann an, Faladas Kopf an das große dunkle Tor der Stadt zu nageln, damit sie ihn jeden Morgen und Abend sehen konnte. Der Schlachter stimmte zu und tat, wie sie wünschte. Am nächsten Morgen, als sie und Kürtken durch das Tor gingen, sagte sie traurig: »Falada, Falada, dort hängst du.« Und der Kopf antwortete: »Braut, Braut, dort gehst du.« Wehe, wehe, wenn deine Mutter es wüsste, traurig, traurig würde sie es bedauern. Dann gingen sie aus der Stadt und hüteten die Gänse. Als sie die Wiese erreichten, setzte sie sich auf einen Hang und ließ ihr langes, glänzendes Haar, das rein silbern war, herab. Als Kürtken sah, wie es in der Sonne schimmerte, lief er hinüber und versuchte, sich etwas von ihrem Haar zu greifen, aber sie rief: »Weht, Winde, weht! Lasst Kürtkens Hut fliegen! Weht, Winde, weht! Lasst ihn ihm nachlaufen! Über Hügel, Täler und Felsen, lasst es wirbeln, bis die silbernen Locken alle gekämmt und gekräuselt sind.« Dann blies ein starker Wind und riss Kürtkens Hut davon, so dass er ihm nachjagen musste. Als er zurückkam, hatte sie ihr Haar bereits gekämmt und gekräuselt und es sicher wieder hochgesteckt. Er war sehr wütend und wollte nicht mit ihr sprechen, aber sie hüteten die Gänse, bis es dunkel wurde. Am nächsten Morgen, als sie wieder durch das dunkle Tor gingen, sah das arme Mädchen wieder zu Faladas Kopf und weinte: »Falada, Falada, dort hängst du!« Und der Kopf antwortete: »Braut, Braut, dort gehst du!« Wehe, wehe, wenn deine Mutter es wüsste, traurig, traurig würde sie es bedauern. Dann hütete sie wieder die Gänse und setzte sich erneut auf die Wiese, um ihr Haar wie zuvor zu kämmen. Kürtken stürzte zu ihr, um es zu greifen, aber sie rief schnell: »Weht, Winde, weht! Lasst Kürtkens Hut fliegen! Weht, Winde, weht! Lasst ihn ihm nachlaufen! Über Hügel, Täler und Felsen, lasst es wirbeln, bis die silbernen Locken alle gekämmt und gekräuselt sind.« Der Wind kam und blies einen Hut wieder weg, weit über die Hügel, so dass er ihm nachjagen musste. Als er zurückkam, hatte sie ihr Haar bereits wieder hochgesteckt, und alles war sicher. Sie hüteten die Gänse, bis es wieder dunkel wurde. Am Abend, nachdem sie nach Hause zurückgekehrt waren, ging Kürtken zum alten König und sagte: »Ich kann dieses seltsame Mädchen nicht länger mit den Gänsen helfen.« »Warum nicht?« fragte der König.
weil sie, anstatt hilfreich zu sein, mich den ganzen Tag nur ärgert. Der König wollte mehr erfahren. Also erklärte Kördgen, wenn wir morgens mit den Gänsen durch das dunkle Tor gehen, spricht sie mit dem Kopf des Pferdes, das an der Wand hängt, und sagt, Falada, Falada, dort hängst du. Und der Kopf antwortet, Braut, Braut, dort gehst du. Wehe, wehe. Wenn deine Mutter es wüsste, traurig, traurig würde sie es bedauern. Kördgen erzählte dem König auch von der Wiese und wie sein Hut weggeblasen wurde, wodurch er ihm nachjagen musste und die Gänse allein ließ. Der alte König befahl ihm, am nächsten Tag wieder hinauszugehen. Als der Morgen kam, versteckte er sich hinter dem dunklen Tor und hörte, wie das Mädchen mit Falada sprach und wie Falada antwortete. Dann versteckte sich der König im Gebüsch bei der Wiese und sah, wie sie die Gänse hüteten und wie das Mädchen ihr schönes Haar in der Sonne herabließ. Er hörte sie sagen, Weht, Winde, weht. Lasst Kördgens Hut fliegen. Weht, Winde, weht. Lasst ihn ihm nachlaufen. Über Hügel, Täler und Felsen lasst es wirbeln, bis die silbernen Locken alle gekämmt und gekräuselt sind. Der Wind blies Kördgens Hut weg, und er lief ihm nach, während das Mädchen weiterhin ihr Haar kämmte. Der alte König sah all dies und ging dann heim, ohne bemerkt zu werden. Als die Gänsemagd am Abend zurückkehrte, rief er sie beiseite und fragte, warum sie sich so verhielt. Sie begann zu weinen und sagte, ich kann es dir oder einem Mann nicht erzählen, sonst verliere ich mein Leben. Aber der alte König bat sie so sehr, dass sie ihm schließlich alles erzählte, Wort für Wort. Es war sehr glücklich, dass sie das tat, denn der König befahl, ihr königliche Kleider anzuziehen, und er war von ihrer Schönheit erstaunt. Dann rief er seinen Sohn und sagte ihm, dass die Dienerin nur eine falsche Braut sei, während die wahre Braut daneben stand. Der junge Prinz war glücklich, als er ihre Schönheit sah und hörte, wie geduldig sie gewesen war. Ohne der falschen Braut etwas zu sagen, ließ der König ein großes Fest für alle am Hof vorbereiten. Der Bräutigam saß am Kopf des Tisches mit der falschen Prinzessin auf der einen Seite und der wahren Prinzessin auf der anderen. Niemand erkannte sie, denn ihre Schönheit blendete sie alle, und sie sah nicht mehr wie ein kleines Gänsemädchen aus, jetzt, da sie ihr schönes Kleid trug. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten und eine gute Zeit hatten, sagte der alte König, er würde ihnen eine Geschichte erzählen. Er begann die Geschichte der Prinzessin zu erzählen, als ob es eine Geschichte wäre, die er schon einmal gehört hatte. Er fragte die falsche Braut, was ihrer Meinung nach mit jemandem geschehen sollte, der sich so schlecht verhielt. Nichts Besseres, sagte sie, als in ein Fass mit scharfen Nägeln geworfen zu werden und von 2 weißen Pferden durch die Straßen gezogen zu werden, bis sie tot ist. Du bist diese Person, sagte der alte König. Und wie du dich selbst verurteilt hast, so soll es dir geschehen. Der junge König heiratete dann seine wahre Frau, und sie regierten das Königreich in Frieden und Glück für den Rest ihrer Tage. Die gute Fee kam, um sie zu besuchen, und erweckte Falada wieder zum Leben. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Bis zum nächsten Video.